Ist das Schnitzel hier lecker? Das Schnitzel hier ist wirklich lecker. Warum machst du so eine Geste? Gilt es als unhöflich, wenn man eine Bestellung lobt? Oh, tut mir leid, das war nicht meine Absicht. In Japan benutzen wir diese Geste, um Geld zu signalisieren, nicht um etwas zu loben. Ah, ich verstehe. In Deutschland benutzen wir diese Geste, um Zustimmung oder Lob auszudrücken. Ja, das ist richtig. Aber in Belgien kann diese Geste als Beleidigung angesehen werden, weil sie null oder wertlos bedeutet. Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Tut mir leid, wenn ich unhöflich war. Kein Problem. Es ist schön zu wissen, dass Gesten verschiedene Bedeutungen haben können. Ja, das ist wahr. Als ich in Indonesien war, habe ich gelernt, dass dort die Geste okay ein positives Signal ist, aber in anderen Ländern anders verstanden wird. Das kann wirklich zu Missverständnissen führen. Natürlich ist es wichtig, das zu verstehen. In unserem Land Indonesien, wir benutzen oft die Okay-Geste, wenn wir etwas zustimmen oder loben. Und sie hat immer eine positive Konnotation. Es gibt aber auch andere Länder, die diese Geste anders interpretieren und ihr auch eine negative Bedeutung geben. Gesten, das heißt Körperbewegungen, sind einer der wichtigsten Aspekte der Kommunikation in unserem täglichen Leben, denn sie sind genauso effektiv wie die verbale Kommunikation, vielleicht sogar noch effektiver. Allerdings kann eine Geste von einem Ort oder einer Kultur zur anderen verschiedene Bedeutungen haben, da Gesten von dem einen oder anderen Ort oder der Kultur abhängen. So wie diese eine Geste okay, mit der man in Indonesien oft ausdrückt, dass man etwas gut findet, mag oder lobt, wenn man mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis bildet. Die Handgeste okay ist in vielen Ländern sehr populär und positiv konnotiert, so auch in Deutschland. Die Okay-Geste wird oft als Geste verwendet, wenn man in einem Restaurant ein leckeres Gericht lobt. Diese Handgeste bedeutet aber nicht immer das Gleiche, denn sie kann auch eine negative Bedeutung haben. In Ländern wie Belgien oder Tunesien wird die Okay-Geste als nur oder wertlos interpretiert. Und in anderen Ländern wie der arabischen Länder bedeutet die Geste eine Drohung. Wenn es ein kleines unangenehmes Problem gibt, das zu einem großen Problem wird und man es nicht mehr tolerieren kann. Auch in Griechenland, Spanien und Brasilien gilt diese Geste als Beleidigung oder unhöfliche Aufforderung, da der Fingerkreis den letzten Verdauungstrakt oder den Anus symbolisiert. Dann gibt es noch das Land Japan, das die Handgeste okay mit einer anderen Bedeutung verwendet. Die Japaner verwenden die Okay-Handgeste mit der Bedeutung Geld, da die Kreisform an die einer Münze erinnert. Jetzt, dass Sie die Okay-Handgeste kennen, erzählen Sie uns in den Kommentaren, ob Sie ähnliche Erfahrungen mit Missverständnissen gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören.